Wo kommen Sie her? Das habe ich schon am Anfang. Berlin. Sie wollen wissen, wo meine Eltern herkommen? Ja! Ja! Ich muss auch Pause machen. So, so, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Fortbildung. Wie wir wissen, wird das Thema Rassismus gerade wieder heftig diskutiert. Hashtag MeToo-Kampagne. Das kam, und da glaube ich, kann ich für alle sprechen, völlig überraschend. Also damit rechnet ja keiner. Das hat ja keiner von uns bisher erlebt. Und deswegen haben wir uns heute jemanden eingeladen, dem wir heute alle unsere Fragen stellen können. Ich meine, keiner von uns ist ein Rassist, aber bestimmt hat der ein oder andere noch Verbesserungspotenzial, wenn es um den Umgang mit Mitarbeitern geht, die nicht deutsch aussehen, aber deutsch sind, aber Migrationshintergrund. Ich übernehme mal ab hier. Ja, vielen Dank für die einladenden Worte. Ich stelle fest, da gibt es noch eine Menge Nachholbedarf, aber genau dafür bin ich heute hier. Also ich freue mich, danke für die Einladung, danke, dass ich heute hier sein darf, um mit Ihnen gemeinsam heute über das Thema Rassismus in allen seinen Formen und Arten zu sprechen. Um die erste Unsicherheit schon mal zu klären, ich heiße Younes und bin in Berlin, also in Deutschland, geboren und aufgewachsen und würde mich deshalb auch als deutsch bezeichnen. Ja, also erstmal nochmal vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ich finde das auch wirklich toll und mutig und Sie sprechen auch wirklich tolles Deutsch. Meine Frage, ich habe früher sehr gern Negerküsse gegessen und heute kann ich nur noch Schokoküsse essen. Warum? Okay, das war doch ein sehr erschreckender Beitrag. Also der Begriff Neger ist eine sehr abwertende Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe und den sollten wir möglichst weglassen und nicht benutzen. Ich denke, es sollte überhaupt kein Problem sein, auf diesen rassistischen Begriff zu verzichten und dennoch seinen Schokokuss zu genießen. Ich denke, die schmecken auch so. Ja, aber wie soll ich denn jetzt die Neger nennen? Okay, wir haben doch gerade gesagt, dass wir diesen Begriff nicht benutzen wollen. Schwarzer wäre politisch korrekter, jedoch dürfen Betroffene darauf hinweisen, dass man keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß machen sollte. Wie wäre es mit dem Begriff Mensch? Na, also viele von diesen Menschen sind ja Moslems und bei denen sind ja die Frauen bekanntlicherweise weniger wert. Deswegen jetzt meine Frage, was sollte das mit Köln zu Silvester? Ja. Okay, ich verstehe die Frage, aber warum stellen Sie sie mir? Na, also Sie waren nicht da? Vielleicht irgendwie ein Bekannter oder ein Verwandter? Ja, Sie sind immer noch dran. Wo kommen Sie her? Das habe ich schon am Anfang. Berlin. Sie wollen wissen, wo meine Eltern herkommen? Ja! Ja. Deswegen stellt er auch die Frage. Ja, bitte? Entschuldigung, bin ich hier bei den Datteltätern? Ah, nein, die sind ein Raum weiter. Wer sind Sie? Die neue. Hast du Sushi bestellt, oder? Okay, inwieweit hilft Ihnen jetzt diese Info? Kennen Sie mich jetzt besser? Ja, also dann darf man jetzt nicht mal mehr fragen, wo Sie herkommen. Natürlich dürfen Sie diese Frage stellen. Mich interessiert ja genauso die Lebensgeschichte meines Gegenübers. Nun müssen Sie bedenken, dass Sie mit dieser Frage Ihren Gegenüber suggerieren könnten, dass Sie ihm das Deutschsein absprechen. Ja. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, einer sitzt bei mir im Bewerbungsgespräch mit gebrochenem Deutsch. Woher soll ich denn dann wissen, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer? Gucken Sie in die Bewerbung. Ja, aber woher soll er denn wissen, ob sich der Ausländer hier legal oder illegal aufhält? Und woher soll ich wissen, ob Sie legal oder illegal hier sind? Verstehe. Also wenn ich jetzt so Neger Mohren einstelle. Das ist genauso rassistisch. Man sagen Sie wenigstens POC, also Person of Color. Und wenn Ihnen das so fremd ist, dann wenigstens Schwarzer. Oh, also einen Schwarzen einstelle. Übernimmt denn die Krankenkasse seine HIV-Behandlung? Was? Dürfte ich Sie als Referenz oder als syrischen Freund angeben, wenn ich einen rassistischen Witz mache, um darauf hinzuweisen, dass ich ja gar kein Rassist sein kann? What? Wenn eine Frau mit Kopftuch mir die Hand schüttelt, muss ich die dann heiraten? Nein. Also ich habe Ihre Ausführungen jetzt als sehr angenehm empfunden. Ich frage mich jetzt allerdings doch, ob Sie mich nach dem Workshop vergewaltigen werden. Was? Ich vergewaltige niemanden hier, Mann. Sind Sie sich da so sicher? Natürlich, vergewaltigen. Ich soll jemanden vergewaltigen. Also man darf echt gar nichts mehr sagen, so sensibel. Sie stellen auch alle rassistische Fragen. Wir alle. Stecken Sie uns gerade alle in eine Schublade? Was?
Ja, was sind wir denn alle für Sie? Wir dumm Weißen, ne? Das ist Rassismus. Aber jemandem Rassismus vorzuwerfen, ist doch nicht rassistisch. Rassist! 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 Rassist!